Hey ihr Lieben, ich habe in diesem Video für euch einen ganz einfachen, vor allen Dingen auch anfängertauglichen Kuchen mitgebracht. Und zwar der Maulwurfkuchen. Einen Spekulatius-Maulwurfkuchen mit Bratapfelfüllung. Passt hervorragend zum Herbst-Winter. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Ihr benötigt 150 Gramm weiche Margarine oder weiche Butter. Hinzu füge ich ein Päckchen Vanillezucker und 100 Gramm Zucker. Jetzt kann ich endlich mal mein neues Handrührgerät euch präsentieren. Das habe ich mir jetzt neu bestellt. Ganz ohne Kabel. Einfach fantastisch. Da könnt ihr wirklich drehen und wenden ohne lästiges Kabel. Die Butter-Zucker-Mischung wird jetzt einmal so circa 2-3 Minuten lang schaumig aufgerührt. Dann gebe ich 3 Eier hinein. Auch die Eier sind bei mir auf Zimmertemperatur. Jedes Ei wird einzeln untergerührt, so circa 10-15 Sekunden lang. Wenn die Eier sich dann sehr gut mit der Butter-Zucker-Mischung verbunden haben, können wir das Mehl und die Milch hinzufügen. 180 Gramm Mehl mit einem halben Päckchen Backpulver und 100 Milliliter Milch. Das Ganze wird jetzt nur ein paar Sekunden lang miteinander verrührt, 10-15 Sekunden lang circa, bis das Mehl eingearbeitet ist. Nicht zu lange rumrühren, sonst wird euch am Ende der Kuchen zu zäh und manchmal passiert es auch, dass er sehr trocken wird. Das war's schon mit dem Rühren und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, ich bin so begeistert von meinem Handrührgerät. Perfekt auch bei Kindern anzuwenden, die bleiben nicht am Kabel hängen und der bleibt sogar stehen, ohne umzukippen. Den Link dazu schreibe ich euch in der Infobox. Jetzt habe ich hier eine Springform, 26 cm vom Durchmesser. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet. Den Rand braucht ihr nicht einfetten. Da fülle ich jetzt den Teig hinein und das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten je nach Backofen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Bratapfelfüllung vorbereiten. Dazu benötigt ihr 600 Gramm Äpfel und eine halbe Zitrone. Einmal schälen und in kleine Würfel schneiden. Dann in einer Pfanne ca. einen Esslöffel Butter erhitzen. Gebe noch so ca. 2 Esslöffel braunen Zucker hinzu. Wenn die Butter dann geschmolzen ist, gebe ich dann die gewürfelten Äpfel hinein. Die Äpfel werden jetzt da drin mit ungefähr einem halben bis einen Teelöffel Zimt angebraten und das Ganze müsst ihr unter ständigem Rühren machen, bis die ganze Flüssigkeit verdampft ist. Wenn dann keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist, ist das Ganze dann fertig und auskühlen lassen. Dann geht es weiter mit der Sahnefüllung. Dazu benötige ich einmal 250 Gramm Mascarpone, 2 bis 3 Esslöffel Zucker nach Geschmack, circa 2 Teelöffel Vanilleextrakt und das Ganze wird jetzt erstmal miteinander verrührt. Dann kommt wieder mein perfektes Handrührgerät zum Einsatz. Wenn die Mascarpone nicht mehr so fest ist, gebe ich nach und nach 400 Gramm Schlagsahne hinzu.
Sobald ich die Sahne dann zugefügt habe, gebe ich noch 2 Päckchen Sahnefest dazu. Und das Ganze wird jetzt auf höchster Stufe so lange miteinander verrührt, bis die Creme wieder eine feste Konsistenz hat. Ich gebe noch so circa ein Viertel Teelöffel Spekulatiusgewürz hinein. Wer das gerne mag, das Gewürz, kann natürlich auch dementsprechend mehr hinzugeben, bis zu einem Teelöffel. Wenn die Creme dann fest geworden ist, gebe ich noch circa 2 bis 3 Spekulatiuskekse. Die werden einfach nur so zerbröselt mit den Fingern und ca. 50 Gramm Schokoraspel dazu. Wenn dann alles sehr gut miteinander verrührt ist, stelle ich die Creme so lange in den Kühlschrank, bis die Bratäpfel und der Kuchen auch ebenfalls vollständig ausgekühlt sind. Mein Kuchen ist jetzt ausgekühlt, dann fange ich jetzt mit dem Aushöhlen an. Das Ganze könnt ihr ganz einfach mit einem Esslöffel machen und dann ganz vorsichtig, nicht zu tief in den Kuchen hineindrücken, sonst reißt ihr euch den Boden dann kaputt. Die Kuchenkrümel dann bitte separat aufheben, die brauchen wir später noch. Am Rand solltet ihr so circa 2 cm freilassen, also jetzt nicht komplett aushöhlen. Optional könnt ihr zu den Kuchenkrümeln noch so circa 2 bis 3 Spekulatiuskekse hineinbröseln. Das Ganze wird jetzt nochmal mit den Fingern auseinandergezupft, dass ihr schöne, feine Brösel habt. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt eure Bratapfelfüllung und gebt sie mit in die Creme hinein, verrührt das Ganze. Oder ihr macht es jetzt so wie ich. Ihr nehmt die Bratapfelfüllung separat, verteilt sie gleichmäßig auf den Kuchen. Und dann gebt ihr die Sahnecreme auf die Bratäpfel und zwar kuppelförmig. Das heißt, ihr macht es in der Mitte etwas mehr als am Rand. Also klappt mit dem Teigschaber sehr gut, quasi wie so ein kleiner Hügel. Einfach so hochstreichen, wie ihr sehen könnt. Wer so eine kleine Palette hat, kann natürlich auch eine kleine Palette benutzen. Das könnt ihr nochmal alles schön kuppelförmig verstreichen. Das muss jetzt nicht alles akkurat sein, muss auch gar nicht glatt sein, denn jetzt kommen unsere Kuchenkrümel zum Einsatz. Die verteile ich einfach oben auf die Creme mit den Händen. Einfach noch ein bisschen leicht andrücken, dass euch nicht alles wieder runterfällt. Und dann kommt sie in den Kühlschrank. Der Kuchen sollte mindestens 6 Stunden lang in den Kühlschrank zum Durchziehen. Am besten geht es natürlich auch über Nacht. Dann entfalten sich auch die Gewürze in den Kuchen nochmal
Und dann könnt ihr ihn auch endlich anschneiden. Der ist super saftig, super cremig, einfach lecker. Bratapfelkuchen, die Bratapfelfüllung mit Zimt und dem Spekulatiusgewürz. Einfach perfekt. Falls euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlässt. Gerne auch einen Kommentar. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns im nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.